So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir sind kurz vor der Ente, Leute. Wir packen mal die weg. Wir waren letzte Woche hier beim Waschen, den guten Kollegen. Und ja, wir haben ihn dann nochmal komplett überall aufgemacht, alle Bleche, damit er vernünftig durchtrocknet. Wir haben aber nur äußerlich gewaschen, innen ist nur mit Luft gereinigt. Gucken wir mal, dass wir das alles wegpacken. Und wir müssen ja nun langsam uns mal ein bisschen fertig machen hier. Geht ein bisschen los. Wir hatten die ganzen letzten Tage Regen. Aber heute ist ganz schön. Heute ist sonnig, zwar noch kühl, aber sehr, sehr windig. So gucken wir mal, dass hier auch nirgendwo Bleche irgendwo übrig bleiben. Und dann hängen wir mal das Schneidwerk an. Und dann müssen wir das als erstes mal durchkalibrieren. Vernünftig anschließen. Ja, wir hatten ja als letztes hier, ihr erinnert euch, den Maispflücker dran. Ne? Also braucht keiner sagen, dieses Jahr er war der Erste beim Dreschen. Nee, das war Hannes schon im Januar, der dieses Jahr als erstes gedroschen hat. So, genau. Hauptschalter anmachen. So, kann man noch einmal hier kurz untergucken. So, ihr seht, schön sauber. Alles akkurat. Da werden wir jetzt noch die Kette einfetten, alles abschmieren. Nochmal, jetzt wo so schön sauber ist, kommt man natürlich auch wirklich hervorragend überall ran. Und ja, dann geht das seinen Gang. Da müssen wir noch mal einmal alles durchkalibrieren, auch die Siebe kalibrieren. Die haben wir nur noch wieder reingebaut, die Getreidesiebe und Korböffnung, Spaltöffnung. Damit das, was man nachher da drinnen anzeigt im Terminal, auch tatsächlich dem richtigen Wert entspricht. Ja, es wird ja nichts bringen, wenn wir da einstellen 6 mm Sieböffnung, in der Wirklichkeit sind es 8 und wir wundern uns, warum das nicht passt. So, deswegen geht's langsam los. So, und ja, was soll ich sagen, Leute? Die Ernte geht ja nun bald los. Und ich habe gestern schon bei Michel Dier in der Story gesehen, der hat gestern schon Gäste gedroschen. Wir haben heute den 3. Juli. Und ja, schreibt da was von 3,5 Tonnen auf dem Hektar, das macht einen natürlich Angst. Aber wenn es so wenig wäre, dann wäre natürlich schon sehr krass. Also da kommt ja nicht viel Geld vom Hektar runter, um ehrlich zu sein. Ja, wir haben den auch, ich habe den auch gewaschen, da waren hier jetzt die letzten Tage irgendwie 25 oder 27 Grad. Und dann haben wir den komplett aufgeklappt hier stehen lassen, damit er danach schön durchtrocknet. Jetzt kommt Fett überall noch mal rein. Und da meckert er nämlich schon rum. Untersieb nicht in Position. Ja, nee, ist okay. Ist ja auch nicht kalibriert. Und können wir noch schon mal einen neuen Auftrag anlegen. Und ja, mal gucken. Ich glaube, das erste Stück, wo wir dreschen werden, heißt Brille bei uns. Und kann ihm die natürlich die Tage noch aufs Terminal ziehen. Fruchtart ist Wintergerste. Da. Und dann haben wir nämlich auch die ganzen Fahrspuren und alles drin, was wir ja natürlich brauchen. Was man ein bisschen sagen muss, bei den Sonnenblumen, die hinterlassen so komischen schwarzen Film überall. Also klar, das Fenster ist noch nicht geputzt, das Fenster muss noch geputzt werden. Aber die Sonnenblumen hinterlassen so einen ganz komisch schwarzen Film auf dieses Gelb. Es geht ganz, ganz schwer ab, das ist so ein bisschen fettig ölig. So, wollen wir mal nach vorne, funktioniert. Ich hoffe, ich habe wirklich auch alle Bleche rausgenommen. Haben wir ja nun gerade weggestellt. Hoffen wir mal, dass wir da rankommen. Also, ich habe Lust auf Dreschen. Natürlich hat man so ein bisschen Angst, dass man ja, dann doch schlecht erntet. Aber apropos Ernten. Wer von euch in Mecklenburg-Vorpommern oder so noch jemanden sucht für Lohnaufträge, also der einen das abdreschen kann, schreibt mich gerne an nochmal. Ich habe noch freie Kapazitäten. Ich würde gerne noch ein bisschen was dreschen. Ich habe da Bock bei. Macht mir Spaß zu dreschen. Also ich würde das gerne machen. Schreibt mich gerne an. Ist ja noch rechtzeitig. Nur es gibt ja doch einige, die dann sich melden. Geht natürlich auch kurzfristig. Kann auch ein bisschen weiter weg sein. Also ich fahre da auch gerne ein paar Meter für. Das ist nicht schlimm. Ja, dann bauen wir erstmal alles an. Also als erstes machen wir natürlich alles ein. Oder machen wir natürlich, was ist das für ein Deutsch? Also als erstes kalibrieren wir natürlich alles ein. Erstmal Schneidwerk,
dann ja, Trommel und Siebe und ich weiß gar nicht, was haben wir denn noch alle? Ja, haben wir eine Menge, die wir jetzt hier anlernen können. Dann müssen wir noch in dem Drescher auch noch wieder einstellen, dass wir jetzt ein Schneidwerk dran haben und. Das können wir vielleicht gleich als erstes machen. Und zwar tanken müssen wir noch, wie ihr gerade gesehen habt. Und zwar, glaube ich, war das Setup. Und dann Schneidwerk 1, glaube ich. Also da muss man sagen, die Holland Bedienoberfläche. So, Schneidwerk. Varifeed ist es. Schneidwerk muss definiert werden. Schneidwerk Untertyp. Was ist denn der Schneidwerk Untertyp? Aber ist doch ein Varifeed, oder? Heißt doch Varifeed 39. Ja, Schneckenschneidwerk. Ich muss dann eher noch mal gucken, wie das genau heißt. Ne, ist ja kein Flex. Starr. Senkrechtmesser. Hydraulik gesteuert selbstständig. Ja. Automatikmodus zulässig. Hydraulische Haspelreversierung. Ich glaube, es ist installiert. Das ist natürlich schwierig. Man wählt hier nicht einfach nur 9,30 Meter, glaube ich, ist es. Oder 15. Man wählt ja hier nicht einfach nur wieder ein Schneidwerk aus. Das ist ein bisschen schade. Bei anderen Herstellern ist es so. Bei Krone war es extrem geil. Bei Krone hast du Vorsatz angeschlossen und der hat anhand des ISO-Bus sofort festgestellt, welches Schneidwerk es ist. Genutzte Schneidwerksbreite, glaube ich, das ist das für einen Autopilot. Hier nehmen wir 9 Meter rein, damit das passt zu unserem Control Traffic. Automatisch, Intervallarbeitsbreite, wieder Blow-Off, glaube ich, das haben wir nicht. So, und was war das nochmal? Aber wenn man in einem Jahr hier nicht mehr drin sitzt, ne? Mindestgeschwindigkeit der Haspel? Haben wir nicht. Okay. Maximale Arbeitshöhe ist im Prinzip da, wie weit er aushält, ab wann der Hektarzähler und der Ertragszähler zählt. Reaktionshöhe, Neigung, normal. Und die Höhenempfindlichkeit haben wir auch, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen runtergestellt. Das war, glaube ich, auch der Punkt, warum der immer die ganze Zeit so gependelt hat. Neigungsempfindlichkeit. Ich glaube, hier habe ich auch auf 80 gehabt. Da hat er mal so relativ gependelt, falls ihr das gesehen habt. So, Einzug, glaube ich, das müsste gleich sein. Okay, wir fahren mal ran hier. Muss noch ein bisschen weiter rüber. Ist natürlich schwierig immer mit einer Hand. Das Beste ist natürlich, wenn man sich das immer abfotografiert. Und eigentlich bin ich auch immer so weise und fotografiere mir so eine Werte ab, zumindest beim Güllefast oder hier und da und überall, dass man das immer wieder hat, so dass man das einfach nur noch hinterher durchtippt. Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht, als ich im Herbst mir den Maispflücker angebaut habe. So, fahren wir hier ran. So, ein bisschen Luft müssen wir auch noch pumpen, damit wir vernünftig überall rüberkommen und das Schneidwerk schön abheben können. Und dann haben wir das dran. Zum ersten Mal in dieser Saison. Gehen wir mal runter. Bremse rein. Alles noch schön sauber. Ich werde mal als erstes ein bisschen Fett für die Gelenkwelle holen. Das ist natürlich auch alles sauber, wie ihr seht. Das ist ja auch sauber gekerchert worden. Da ist schon ein bisschen Fett drin. Und ich glaube, den müssen wir auch noch mal nachstellen. Ja, der ist viel zu lose. Den hatten wir für das andere nämlich ein bisschen nachgestellt. Für das Maisgebiss. Dann würde man sozusagen hier die Höhenführung runterklappen. Auf der anderen Seite auch.
dann kommt die Hydraulik, Gelenkwelle und dann ist man schon einsatzbereit. So schnell geht das eigentlich. Geht ratzi-fatzi. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben auf der anderen Seite gemacht habe. Ehrenheber müssen wir auch noch montieren. Ach so. Ja Leute, ich bin ganz schön eingerostet. Der hat 4 Stück. Ich bin ganz schön eingerostet mit der Thematik. So, seht ihr? Den haben wir nicht reingerastet. Und hier vorne auch noch. So, ich werde mal als erstes ein bisschen Fett holen, dann die Halterung nachstellen und dann hole ich euch nachher wieder dazu. So Leute, wir sind jetzt da. Das wird alle interessiert, Lisa. Und? Wie weit ist er? Ja, genau. Wie weit ist er denn nun? Sie, die Gerste ist eine Sie. Übrigens, was man sehr typisch sieht bei Gersten, bei ganz vielen Gersten, wenn der Kopf reif ist, aber das Stroh ist noch leicht grün. Seht ihr das? Das ist ein grüner Halm. Das ist relativ normal bei den Gersten. Und ganz oft ist es so, wenn wir warten, dass der Halm abreift, dann bricht hier oben der Kopf ab. Seht ihr, wie einfach der abbricht? So, da klatscht er einmal gegen, hier ein bisschen Sturm und so. Aber ein geiler Sturm, ne? So kommt der Sturm und macht so den Gersten. Aber im Prinzip ist es so, das große Problem. Dieser Sturm, der dafür sorgt, dass das im Prinzip abbricht. Und man kann ein bisschen runter gucken. Ich habe vorhin heute Morgen geguckt. Guck mal, da liegt schon eine Ähre. Und das war eben nicht ich. Und auch hier, guck mal, da liegen auch schon 2 Ähren. Siehst du, wie einfach die schon abfallen? Und das ist so der Punkt. Gerste muss man relativ wirklich zügig abdreschen. Ich hoffe, das geht heute los. Ernsthaft? Hä? Ernsthaft? Was denn? Heute? Ich denke. Heute ist Montag. Ja, gestern hat ja geregnet. Da ging das nicht mit Sonntag. Ich habe heute schon mit Farming geschrieben. Farming war heute Morgen um 9 Uhr schon eine Handprobe nehmen. Oh, Junge. Haben wir hier noch ein paar untere? Aber bricht schon sehr, sehr leicht. Letztes Jahr blieb mir ja die Gerste leider, wie sagt man dazu? Verwehrt. Verwehrt blieb sie mir letztes Jahr, Lisa. Warum? Na, weil der Mähdrescher doch nicht rechtzeitig kam und dann hat das doch mit der Finanzierung nicht zügig genug geklappt. Aber ist noch nicht. 17. Na, warte mal, wo ist denn Gerste? Da. Ah! 14,6, 17 hast du gesagt? Ja, wahrscheinlich. Habe ich das erwartet, dass das Döller reibt wie beim Weizen. 14,6. Wir müssen unter 14,5 kommen beim Dreschen. Gut, man kann sagen, hier ist noch ein bisschen feuchte Fahrgasse drin. Also 1-2% wird beim Dreschen dazukommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir hatten gestern Regen. Und wie schnell das trocknet. Und wir sehen ja hier den Wind. Lisa, siehst du den Wind? Zeig mal deine Haare. Einmal kurz. So, das ist Winnie. Winnie ist ein bisschen später reifer. Wir fahren noch mal schnell zu Picasso rüber. Und dann machen wir wenigstens mal einen kleinen Kalibrierritt heute. Mal gucken. Mal einmal kurz reinhalten, Lisa. Machen wir doch immer mal gerne. Action? Geht los? Ja. So, wir sind bei Picasso, dem alten Künstler. Hier sieht man übrigens deutlich mehr mit den Trockenschäden, ne, bei der Sorte. Hier siehst du, das wird schon richtig schwarz. Und der sieht auch schon tatsächlich ein bisschen besser durchgereift aus. Der sah auch die ganze Zeit ein bisschen früher aus. Oder, Baby? Ja.
Ja, sagt sie. Ja, Schatz. Aber hier muss man sagen, hier sind die Körner nicht so groß. Hier kam das Wasser wohl ein bisschen zu spät. Und hier hinter den Bäumen, das kann natürlich auch sein, dass die noch ein bisschen mehr abschirmen, ne? Weil das Stroh fässt sich ein bisschen Klammer an. So, Lisa. Schatz, eben lag sie auch richtig gut. Also ich würde sagen, so wie sich das Stroh anfasst, ist dieser feuchter. Also vom Stroh her hätte ich gesagt, dann ist der jetzt hier 16. Lisa, es geht los! Es geht los! Machen wir Ehrenheber noch ran, Schneidwerk noch kalibrieren, Getränke kaufen. Oh Gott, noch so viel zu tun. Man ist nie irgendwie bereit. Geht los. Zumindest schon mal reinhalten. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir schon mal reinhalten. So, ganz vergessen euch jetzt dazu zu holen. Ich kalibriere jetzt noch gerade die Haspel und das Schneidwerk. Das ist im Prinzip so ein Kalibriermenü, womit man automatisch durchgeführt wird. Das heißt, hier steht immer, was man machen soll. Ja, zum Beispiel drücken Sie die Taste Haspel nach hinten. Drücken wir dann einmal. Jetzt fährt er komplett die Haspel nach hinten und so lange bis die nächste Unterweisung kommt. Wir haben jetzt den ganzen Rest schon kalibriert, die Siebe, Vorsiebe und den Korbabstand. Das ist im Prinzip relativ simpel. Da steht im Menü, fahre das Sieb auf einen Abstand von 6 cm. Da gehst du raus, da ist so eine kleine Skala ran, da fährst du das manuell von außen, da ist so ein kleiner Schalter, fährst du auf 6 mm und dann gehst du hier rein und kannst sozusagen drücken und sagen, das sind 6 mm. Beim Rotor ist es so, fährst du ran, da steht 5 mm, fahr den Rotor auf 5 mm, fährst du ran, haben wir zu zweit gemacht, dann bis 5 mm ist, dann speicherst du das und dann fährst meinetwegen einfach nochmal auf 10 und sagst, Detlef, 10? Und sagt dann, jo, 10 ist. So, drücken Sie die Haspel nach unten, drücken wir die Haspel nochmal nach unten. So, und dann müssten wir da gleich eigentlich mit durch sein. Dann würden wir das Schneidwerk noch kalibrieren, damit die Höhe richtig geführt wird. So, Kalibrierung abgeschlossen, genau. Das können wir mal hier einmal anheben. Und dann machen wir Vorsatz. Mähdrescher mit laufendem Motor so packen, dass das Schneidwerk parallel zum Boden ist. Sicherstellen, dass Temperatur okay, haben wir. Besteht die Mähdrescher nicht auf einer ebenen Fläche befindet? Ja, wir sind auf eben. Okay, schalten Sie das senkende Schneidwerk. Betätigen. Ja, jetzt fährt er sozusagen runter, relativ langsam. Und dabei machen die teilweise auch die Gewichtsbestimmung. Das heißt, er weiß ja ungefähr, wann er anfängt aufzuliegen. Ja, und dann weiß der Mähdrescher sozusagen, okay, so schwer ist das jetzt. Wie man sieht, wir heben uns auch leicht ab. Das heißt, er drückt jetzt auch teilweise ein bisschen nach unten. Man kann ja nicht nur das nach Höhe fahren, sondern auch nach Auflagedruck. Und dazu muss er ja natürlich wissen, wie schwer ist das Schneidwerk. Das macht er ja im Prinzip mit dieser Messung. So, Taste Vorsatz senken noch einmal. Zack. Und so funktioniert nahezu jedes Kalibriermenü fast in allen Landmaschinen. Man wird inzwischen super einfach da durchgeführt. Und dann können wir danach Schneidwerk abbauen, tanken. Ihr seht, Tank ist noch auf 2. So, ja, das dauert immer einen kleinen Moment. Aber wenn man das einmal hat, dann ist es eigentlich auch fertig für die Saison. Aber jede Saison macht man sowas eigentlich und umso zuverlässiger funktioniert das. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mit so einem Pflücker kam und ich habe das ja mit einem Pflücker kalibriert und jetzt kalibriere ich das jetzt nochmal hier mit dem ganz normalen Schneidwerk. So, jetzt pendelt er halt auch, um zu gucken, okay, wie ist der Ausgleich, wie funktioniert das. Es dauert alles manchmal ein bisschen länger, aber dann nachher geht das ziemlich seinen Gang. Genau, und auch das mit den Öffnungen für die Siebe und so, das heißt, wenn man da nirgendwo mehr was dran rumstellt, also hier digital ja, aber wenn man nicht irgendwie manuell da irgendwas macht, dann haut das eigentlich so ziemlich gut hin. Was wir nachher noch machen könnten, ist die Nullkalibrierung für den, wie heißt der, für den Nachdrescher, dass der Sensor weiß, wann da nichts durchgeht
Und dann gucken wir uns das nochmal mit der Feuchtigkeit, was er hier drinnen anzeigt und was mein Gerät anzeigt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem Acker. Ich mache das jetzt zu Ende, Tank hier voll, putze nochmal Scheiben. So lange trocknet das. Bedingungen sind ja gut, schön windig. Bis nachher. So, weiter geht. Ganze Familie ist hier drin. Und hinter uns ist unser Kleiner. Wir waren jetzt gerade los. Einmal mit einer Probe zur Getreideannahme. Um zu gucken, was die Feuchte sagt. Also ich habe mit meinem Gerät 13,7 gemessen. Glaube ich. Und Was ist das denn hier? wir waren jetzt da nochmal messen und da hatten wir jetzt eine Feuchte von 14,5. 14,5 wäre natürlich optimal. Ich muss jetzt auch mit der Hand lenken. Ich habe gerade schon telefoniert. Irgendwie ist mein Datenvolumen von der SIM-Karte nicht mehr vorhanden oder beziehungsweise. Und da wurde mir gerade erklärt, das ist eine eSIM. Aber das soll jetzt wohl bald seinen Gang gehen und dann habe ich auch wieder meinen Autopiloten hier zur Verfügung. So, ich habe auch gleich den Wert hier kalibriert. Wie man sieht, jetzt sind wir gerade bei 14,5 aktuell. Also alles um den Dreh und auch ertraglich sieht das gar nicht so schlecht aus. Wir sind jetzt gerade hier eine Bahn runtergefahren und hatten bis, ich weiß nicht mal was, sogar 13 Tonnen auf dem Hektar, oder Lisi? Ja. Ja, um die 13 Tonnen auf dem Hektar. Wir fahren ja gerade hier mit, wie heißt das nochmal? Mit IntelliSense. Also der stellt jetzt hier alles vollautomatisch ein. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Klar muss der jetzt erst noch mal ein bisschen reinigen. Er ist jetzt wir sind ja erst noch ein bisschen losgefahren hier. Der muss ja erst leeren. Und dann muss ich selber noch mal ein bisschen gucken, noch mal eine Schale werfen, um zu sagen, ob die Verluste so okay sind oder nicht. Aber ansonsten sieht man auch, das Stroh ist trocken hier. Der zieht nichts durch die Schnecke wieder nach vorne, wickelt nicht. Jetzt sind wir bei 13,8, 13,9 in der Feuchte. Das ist noch besser. Wild. Ich hab Durst. Wir können jetzt gleich sozusagen dann richtig einmal anschneiden, die Fläche. Wir legen jetzt auch hier habe ich noch gehäckselt, wir legen aber jetzt schon auf Schwatt. Ich habe ja einen Austausch mit meinem Nachbarbetrieb. Ja, und würde sagen, wir mähen jetzt erstmal ein bisschen vor uns hin und den Rest seht ihr dann in der nächsten Folge. Ei, ei. Bleibt sauber, Leute. Darf ich noch was sagen? Ich sag noch was. Ei, ei, Leute.